Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Schön, dass ihr wieder dabei seid und das ist hier mein neues Studio und ich bin gerade erst am Einziehen. Bevor ich hier aber die ganzen teure Techniksachen aufbaue, möchte ich ein Thema abhacken, das oft stiefmütterlich behandelt wird. Den Brandschutz. Wisst ihr, herkömmliche Rauchmelder haben sich seit Jahrzehnten kaum weiterentwickelt. Sie hängen an der Decke, piepsen im Ernstfall und das war's. Deshalb ist das allererste Gadget, das heute hier einzieht, das FS61 Rauchmelder Starter Set von Xsense. Ein großes Dankeschön an Xsense für das Sponsoring und die Bereitstellung des Sets. Was wir hier sehen, ist das One Go, All Go. Das heißt, wenn ein Alarm losgeht, dann werden alle Alarme gleichzeitig ausgelöst, damit man auf jeden Fall gewarnt wird. Im Außenbereich sehen wir die Lampen blinken von unserer Automation und wir bekommen den Alarm in Echtzeit auf unser Telefon. Wenn ihr auch so ein Ergebnis erreichen wollt, dann zeige ich euch hier in diesem Video Schritt für Schritt, wie ihr zum Ziel kommt. Lasst uns damit starten, um anzusehen, wie der Sensor funktioniert. Dieser Sensor arbeitet nach dem Light-Scattering-Prinzip, also das Streulichtprinzip. Im Inneren strahlt eine LED in eine Lichtfalle und der Sensor sieht den Lichtstrahl nicht. Wenn jetzt Rauchpartikel in den Sensor eindringen, dann wird das Licht gestreut und trifft auf den Sensor. Das ist extrem zuverlässig bei Schwellbränden, wie sie oft bei technischer Hardware entstehen. Lasst uns jetzt das Set zusammen ansehen. Das Gerät ist TÜV Rheinland zertifiziert nach EN 14604 und die Hardware ist auf 10 Jahre Lebensdauer ausgelegt. Hier haben wir die Basisstation und auch ein USB-Kabel inklusive Ladegerät ist dem Set beigelegt. Im Set enthalten sind 6 Rauchmelder. Die mitgelieferte Batterie hält 5 Jahre und sie ist im Gegensatz zu vielen Konkurrenten austauschbar. Wenn ihr die Xsense-App installiert habt, dann könnt ihr sie am Telefon aufmachen und einen Benutzeraccount anlegen. Ich habe das hier schon gemacht. Mit einem Klick auf Plus und danach Scan QR-Code können wir unsere Basisstation hinzufügen. Die Basisstation wird sofort erkannt und jetzt können wir einen Namen vergeben und ein neues Heim anlegen und dort können wir sagen, in welchem Land es ist und ob es in der Garage, Eingang oder bei mir im Warehouse ist. Wenn das abgeschlossen ist, dann klicken wir auf Next und dann kommen wir schon zum Pairing vom Device. Wenn die gelbe LED nicht blinkt, dann müsst ihr den Button einfach für 5 Sekunden gedrückt halten. Bei mir war das nicht nötig und es hat schon automatisch gelb geblinkt. Danach einfach nur einmal den Button kurz drücken. Wenn der Tastendruck erkannt wird, dann steht Operation Confirmed. Jetzt müssen wir nur noch auf Next drücken und der App den Zugang zu Bluetooth ermöglichen. Jetzt wird nach Bluetooth-Geräten gesucht und danach öffnet sich ein Fenster, wo wir unsere Wi-Fi-Settings eingeben können. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, aber die Basisstation wird jetzt mit Wi-Fi verbunden und wenn nötig, wie hier bei mir, wird die neueste Softwareversion runtergeladen und installiert. Und das war es auch schon mit der Basisstation und als nächstes fügen wir die einzelnen Rauchmelder hinzu. Dazu öffnen wir zuerst die Rückseite und entfernen das kleine Plastik, damit die Batterie Kontakt bekommt. Und wir sehen schon, dass der Taster kurz rot blinken anfängt. Mit einem Klick auf den Taster können wir einen Probealarm auslösen, aber Vorsicht, laut. Das Hinzufügen zur Basisstation, das geht denkbar einfach. Wir klicken hier einfach wieder den Plus-Button, danach auf Smoke Alarms und dann ganz oben bei Link und Pro Smoke Alarms
finden wir unseren XS01 Sensor. Jetzt können wir einen Namen vergeben und auswählen, wo sich der Rauchsensor befindet. Jetzt wird uns angezeigt, dass wir das kleine Plastik der Batterie entfernen sollen, was wir schon gemacht haben, und danach müssen wir nur noch einmal den Knopf drücken auf dem Rauchmelder, um mit der Basisstation verbunden zu werden. Und das war es schon. So einfach geht das Hinzufügen von einem Rauchmelder und wir können das jetzt bei den anderen 5 im gleichen Stil durchführen. Wer tiefer in die Elektronik oder Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier das zweiteilige Buchset mit einer Größe von über 700 Seiten empfehlen. Diese Bücher werden ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit diesem Kauf unterstützt ihr Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken. And good news for all the English-speaking folks, this book is also available now in English. Jetzt kommen wir zum Teil, der mich wirklich begeistert. Die Einbindung in Home Assistant. In der App unter Device Settings haben wir einen Button und zwar Connect to Home Assistant. Den klicken wir jetzt einmal an. Hier können wir die IP-Adresse von unserem MQTT-Broker eingeben, dann hier den Standardport, bei mir 1883 und euren Benutzernamen und das Passwort für den MQTT-Zugang, meistens wie bei alle, über die App Mosquito. Wenn alles geklappt hat, seht ihr hier im MQTT-Status Connected. Zurück zu Home Assistant, bei Geräte und Dienste und dann bei MQTT seht ihr jetzt alle Smoke Alarms schon schön aufgelistet. Wenn man reinklickt, dann sieht man, welche Entitäten für uns bereitstehen. Wir haben hier den Batteriestatus, der zeigt uns normal an, dann End of Life, das ist auch noch okay. Wir sind online, also verbunden. Dann haben wir den Smoke Fault Status, der ist auch okay. Und der Smoke Status heißt, wir haben keinen Rauch detektiert. Also wir bekommen über MQTT ein paar Basisdaten, aber hier sei erwähnt, das MQTT ist ganz neu hinzugekommen und ich hoffe, die Zukunft bringt uns noch weitere Entitäten. Aber da die App schon so einfach zu verbinden ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass Xsense daran weiterarbeitet wird und alles schrittweise verbessert. Zuordnen können wir jetzt die Rauchmelder mit der Endung hinten. Hier 02, 03 und so weiter. Glücklicherweise ist die Anordnung am Mobiltelefon gleich wie hier zu sehen. Die Basisstation ist 01 und der erste Sensor, wenn wir hier draufklicken zur Kontrolle, bei Device Information, dort sehen wir die Seriennummer hier mit 02. Ihr könnt jetzt hier einfach durchgehen und jedem Gerät einen Namen und einen Bereich zuordnen. Am einfachsten, ihr nehmt das Telefon und geht es von oben nach unten einfach durch. Die Nummerierungen stimmen ja. Wenn das erledigt ist, dann können wir uns damit ein Dashboard erstellen. Dazu gehen wir auf Einstellungen und Dashboards. Dort können wir ein neues Dashboard hinzufügen. Wir erstellen ein neues Dashboard von Grund auf und geben dem Ganzen einen Titel. Zum Beispiel Smoke Alarm. Damit es etwas schöner aussieht, geben wir auch noch ein Symbol dazu, und zwar hier den Smoke. Auf der linken Seite sehen wir jetzt unser neues Dashboard Smoke Alarms. Es ist natürlich noch leer, aber wir können jetzt die Entitäten der Rauchmelder hinzufügen. Hier im Beispiel den Status aller 6 Rauchmelder. Wer möchte, kann natürlich auch für jeden Rauchsensor alle Entitäten zusammenfügen und diese einzeln einrichten. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch einen anderen Weg, wie man zu einem Dashboard kommt. Wir gehen wieder zurück zu Einstellungen, dann Geräte und Dienste und zurück zu MQTT und dort öffnen wir einen Sensor. Hier finden wir eine Schaltfläche zu Dashboard hinzufügen. Jetzt wählen wir noch aus, wohin wir ihn haben möchten. Wir wählen den Smoke Alarm aus, klicken dann auf Weiter und hier sehen wir eine Vorschau, wie das Dashboard aussieht.
zu Dashboard hinzufügen und dann sehen wir im Dashboard auf der rechten Seite den neu hinzugefügten Living Room Smoke Alarm. Wer jetzt noch ein bisschen mehr Funktionen in Home Assistant einbinden möchte, der kann im Hack Store die Xsense App herunterladen. Wenn ihr wissen wollt, wie man den Home Assistant Community Store in Home Assistant installiert, dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung ein Video dazu. Wir geben oben im Suchfeld Xsense ein und dann sehen wir schon die Xsense App und wir klicken einfach mal drauf. Hier findet ihr Anleitungen in einigen Sprachen. Da ihr aber dieses Video anseht, braucht ihr diese Anleitung nicht, sondern ihr drückt hier einfach auf Herunterladen. Hier können wir uns die Version auswählen, die wir installieren wollen, und wir nehmen natürlich die aktuellste. Nach einem kurzen Moment ist die Software auch schon runtergeladen. Bei den Einstellungen links unten sehen wir, dass Xsense einen Neustart benötigt und das machen wir auch gleich. Nach dem Neustart können wir bei Integrationen eine neue Integration hinzufügen. Wir suchen nach Xsense und hier sehen wir es schon. Um die Xsense in Home Assistant nutzen zu können, benötigen wir leider einen zweiten Benutzernamen, den wir anlegen müssen. Dazu gehen wir wieder in das Mobile App und loggen uns mit dem aktuellen Benutzernamen aus und legen einen neuen Account an. Wir geben unsere E-Mail-Adresse ein und danach zweimal das Passwort. Jetzt können wir auf Create Account drücken und der Private Policy zustimmen. Nach einem kurzen Moment bekommen wir eine E-Mail zugesendet, die wir für das Aktivieren vom Account benötigen. Jetzt loggen wir uns beim neuen Account aus und mit dem alten Account wieder ein. Bei der Basisstation klicken wir jetzt auf Sharing und dort geben wir den neu angelegten User mit seiner E-Mail-Adresse und einen Namen an, gefolgt von Send Invitation. Jetzt müssen wir uns noch einmal ausloggen und mit dem neuen Usernamen, den wir für Home Assistant erstellt haben, in die App einloggen. Und dort bestätigen wir dann mit Accept die Einladung. Jetzt wieder zurück zu Home Assistant und dort geben wir jetzt den neu angelegten Usernamen und das Passwort ein. Hier sehen wir jetzt schon schön komfortabel alle eingerichteten Rauchmelder und wir müssen sie nur noch in Home Assistant einen Bereich zuordnen. Nachdem das erledigt ist, sehen wir in der App eine Übersicht aller unserer Rauchmelder. In der Detailansicht der Basisstation sehen wir jetzt auch ein paar Daten, die wir über reines MQTT derzeit noch nicht erhalten haben. In der Detailansicht bei den Rauchmeldern haben wir jetzt die Batterieanzeige in Prozent, einen Taster, mit dem wir einen Testalarm ausführen können, und wir sehen das RF-Label, das die Verbindungsstärke zur Basisstation angibt. Auch hier können wir wieder sehr komfortabel zum Beispiel die Daten der Basisstation zum Dashboard hinzufügen. Und diese neuen Daten im Smoke Alarm haben wir eben nur über die Hex App. Ein kleines Zwischenfazit: Wenn ihr Hex installiert habt, dann würde ich auf jeden Fall die App einbinden. Wenn nicht und ihr nicht unbedingt alle Daten benötigt, dann reicht MQTT vorerst voll aus. Ich bin überzeugt, dass Xsense mit der Zeit weitere Daten über MQTT bereitstellt. Um dieses Video auch ein bisschen mehr Home Assistant lastig zu machen, zeige ich euch jetzt, wie man eine Automation einrichtet mit den Rauchmeldern. Wir gehen bei den Einstellungen auf Automationen und Szenen und dort auf Skripte. Und unten rechts Skript erstellen. Wir starten mit einem neuen Skript und als erstes fügen wir eine Aktion hinzu. In das Suchfeld schreiben wir wiederholen und wir finden das bei Bausteine. Wählen das Wiederhole mehrmals aus und bei Anzahl geben wir 60 ein, für 60 Sekunden. Als nächstes fügen wir ein Licht hinzu mit Aktionen und Gerät, das wir blinken lassen wollen. Ich suche hier
nach meinem YouTube-Studio-Licht. Als Aktion möchte ich, dass das Licht umschaltet. Als nächstes gehen wir auf Aktion hinzufügen und dort suchen wir uns eine Verzögerung aus. Bei der Verzögerung geben wir jetzt eine Sekunde ein. Das heißt, die Lampe wird jetzt eingeschalten, eine Sekunde warten und dann wird sie wieder umgeschalten, wieder eine Sekunde warten und so weiter. Unser neu erstelltes Skript benennen wir Feueralarm blinken. Als nächstes benötigen wir eine Automation, die unser Skript aufruft. Wir gehen auf Automation erstellen und wieder eine neue Automation. Als Auslöser wählen wir diesmal das Gerät, und zwar unseren Feuermelder. Als Auslöser wählen wir, sobald der Rauchmelder einen Rauch meldet. Bei Dann fügen wir dann eine neue Aktion hinzu, und zwar rufen wir jetzt den Baustein unser Skript auf. Jetzt können wir unsere Automation speichern, wir vergeben noch einen Namen und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt testen wir die Rauchmelder. Was wir hier sehen, ist das One Go, All Go. Das heißt, wenn ein Alarm losgeht, dann werden alle Alarme gleichzeitig ausgelöst, damit man auf jeden Fall gewarnt wird. Im Außenbereich sehen wir die Lampen blinken von unserer Automation und wir bekommen den Alarm in Echtzeit auf unser Telefon. Wir können bis zu 12 Familienmitglieder in unseren Alarm mit einbinden. Alarm off. Nach dem Alarm off piepst dann nur mehr der Rauchmelder, der wirklich aktiviert wurde, und der wird dann mit einem Druck auf den Knopf ausgeschalten. Kommen wir jetzt zum Fazit, was ich von diesem Rauchmelder von Xsense halte. Also ich finde, das ist ein sehr robustes Produkt und auch die Einrichtung mit der App ist super einfach und sehr komfortabel. Nachbessern können Sie noch ein bisschen bei MQTT, aber ich denke, in ein paar Monaten, die arbeiten daran, wird das alles noch erweitert. Die Grundfunktionen sind gegeben, also man kann das schon zuverlässig nutzen. Wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einen 12% Rabatt, wenn ihr direkt auf der Webseite von Xsense bestellt. Ich wünsche euch auch viel Spaß damit und ich habe eine große Freude damit und es wird die nächsten Jahre hoffentlich zuverlässig bei mir im Haus arbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt auch etwas über Home Assistant gelernt, wie man zum Beispiel Automationen erstellt und wie man Geräte, die von extern kommen, einbinden kann. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Edi und nicht vergessen, jeder kann das. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie man Hacks in Home Assistant einbindet, dann kann ich dir hier dieses Video empfehlen. Viel Spaß damit!